Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, ob ihr euer altes Smartphone oder auch euer neues Smartphone, was halt keine eSIM hat, wie Vivo, Oppo etc., was so aus China kommt, oder auch euren Laptop mit SIM-Kartenslot oder Router etc., also alles, was quasi einen normalen SIM-Kartenslot hat, mit normaler SIM-Karte, Micro und Nano-SIM heißt der, glaube ich, genau, nachrüsten könnt? Ja, das geht. Mittlerweile geht es. Tatsächlich gibt es ein paar Anbieter, die SIM-Karten bereitstellen, wo ihr entsprechende eSIM-Profile drauf installieren könnt und auch entsprechend dann eSIM nutzen könnt. Wie das Ganze funktioniert, was es da für Optionen gibt, die ich zumindest kenne und warum ich aktuell diese iAd Club-Karte dafür nutze, alles in diesem Video. Ja, und damit würde ich sagen, wir starten mal kurz mit dem, warum diese iAd Club SIM-Karte bei mir. Ganz einfach, die war bei meinem Vivo X200 Ultra damals dabei. Das hatte ich ja gebraucht gekauft von einem bei eBay Kleinanzeigen, beziehungsweise Kleinanzeigen, und habe das Teil abgeholt und da war eben diese eSIM mit dabei, beziehungsweise diese SIM-Karte, die eSIMs dann interpretiert. So ist es richtig. Das ist nichts anderes, wie ihr kriegt dann quasi wie beim normalen Vertrag auch so eine Karte, nur halt eben ohne Vertrag. Habt dann auch dieses Rausbrechteil, wo ihr die verschiedenen SIM-Karten rausbrechen könnt und dann könnt ihr über eine App das Ganze steuern. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich mal noch. Ihr seid aber natürlich nicht an den Anbieter hier gebunden, sondern es gibt natürlich auch noch einen anderen, den ich jetzt zum Beispiel kenne, das ist eSIM.me, also .me. Ich habe den lange im Blick gehabt, aber mir war das immer ein bisschen zu teuer, wenn ich unendlich viele Smartphones und ich glaube 15 oder 16 eSIMs nutzen wollte, die man halt dann reinspeichern könnte, was ich nie brauche. Aber ich wollte halt wirklich, wenn ich Smartphones wechsle, die SIM-Karte auch mitnehmen, um halt andere China-Smartphones auch wieder mit einer eSIM betreiben zu können, gerade wenn es in Urlaub geht etc. Und dafür waren mir 70 Euro einfach zu teuer. Wenn ich jetzt mal geschaut habe, hier die SIM-Karten von iAd Club, da sind wir jetzt bei der Version, die ich jetzt hier habe, aktuell bei um die 20 Euro bei Amazon. Da habt ihr eben Handys, könnt es von A nach B schieben, App drauf und fertig. Ihr könnt aber auch, wenn ihr einen Router oder Geräte habt, wo eben keine Android-Software funktioniert und dadurch auch die App nicht installierbar ist oder iOS, dann das Set hier nehmen. Da habt ihr so eine Art USB-Dongle noch mit dabei und den schließt ihr quasi mit der SIM-Karte drin an euer Laptop an und könnt entsprechend die Profile draufladen. Wichtig zu erwähnen, dieser SIM-Karten-Dongle ist kein 4G-Router oder so für euer Laptop. Das heißt, ihr habt da kein Internet dann über eine SIM-Karte oder eine eSIM am Laptop, sondern das ist wirklich nur ein Kartenleser, mit dem ihr halt eure eSIM-Profile auf die SIM-Karte schmeißen könnt und sagen könnt, das Profil XY für den nächsten Urlaub ist halt jetzt die erste Position. Und die erste Position ist halt immer das, was dann das aktive eSIM-Profil ist. Zeige ich euch aber gleich alles noch, wie das Ganze funktioniert. Wir werden auch mal eine eSIM installieren bei mir, die ich für meinen nächsten Urlaub jetzt in Ägypten brauche. Und obwohl ich mal wieder nicht gesponsert werde von irgendwas und auch nicht von iAd Club oder eSIM.me etc., würde ich euch einen coolen Link noch mit in die Beschreibung unten reinschmeißen. Da habt ihr nämlich einen geilen Vergleich, muss ich ehrlich sagen, für alle eSIM-Karten weltweit. Finde ich ehrlich gesagt richtig cool, weil da gebt ihr einfach oben das Land an, wo ihr hinreist. Dann kriegt ihr eine Auflistung an Profilen, was ihr da alles kaufen könnt für eSIMs, was die kosten. Ihr könnt auswählen, wie viel Gigabyte ihr braucht etc. Und ihr kriegt dann quasi gleich einen Link. Und wenn es einen Gutschein gibt, habt ihr den Gutschein auch gleich mit dabei. Richtig cool. Ich habe jetzt für eine Woche bzw. 10 Tage Ägypten 10 Gigabyte mit 4G, was mir da völlig ausreicht, 8 Euro bezahlt. Das waren um die 9,50 Dollar oder so mit Gutschein. Also 8 Euro wurden mir abgebucht dann auf der Kreditkarte. Kann man ehrlich gesagt nichts sagen. Und das wird dann auch mein erster Auslandstest mit der SIM-Karte werden. Und ich schreibe euch natürlich dann auch eine kleine Info drunter, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie bei einem nativen Smartphone zum Beispiel mit eSIM.
Das hat übrigens auch einen Vorteil, wenn ihr so eine SIM-Karte wie hier habt, wo die eSIM drauf ist. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel ein Smartphone mitnimmt oder wie ich jetzt hier dann noch ein iPad mit SIM-Karten-Slot, dann könnt ihr ja die eSIM drauf installieren und wenn ihr die SIM-Karte vom Smartphone ins iPad rüberschiebt, dann habt ihr da euer Datenvolumen von der eSIM-Karte auf einer nativen SIM-Karte. Könnt ihr es natürlich am iPad dann entsprechend auch nutzen, wenn ihr es mal braucht zum Beispiel. Und damit ihr mal seht, wie diese SIM-Karte dann im Smartphone, zumindest Android-seitig, eingerichtet wird, zeige ich euch das jetzt gleich mal auf dem Gerät. Ihr schiebt einfach die SIM-Karte am besten in den Slot 1. Also das habe ich jetzt festgestellt, steht auch teilweise im Internet drin. Und lasst euch nicht unbedingt von der Kompatibilitätsliste irren. Mein X200 Ultra steht da auch nicht drin und das hat bisher tadellos funktioniert. Mit der Telekom-SIM, die ich da mal installiert hatte, testweise, und auch mit einer O2 eSIM-Karte. Jetzt werde ich eben eine ausländische eSIM installieren, die ich vorab schon gekauft habe. Also am besten Slot 1, Slot 2 eure normale SIM-Karte oder falls ihr da sowieso eine eSIM für zu Hause nutzt, hat sich das erledigt. Dann seid ihr auf dem sicheren Weg. So, und damit zeige ich euch das Ganze mal hier am X200 Ultra bei mir. Die iAd Club App müsst ihr natürlich entsprechend im Play Store runterladen. Wenn ihr die öffnet, dann seht ihr prinzipiell hier normalerweise erstmal gar nichts. Bei mir ist jetzt natürlich die eSIM schon registriert auf meinem Profil. Normalerweise heißt eben neue eSIM registrieren. Das würde dann so ausschauen. Da wird es auch nochmal alles erklärt, was ihr genau scannen müsst. Da könnt ihr dann eine SIM-Karte von iAd Club hinzufügen. Das steht dann alles auf der Rückseite. Könnt ihr dann einfach über dieses Scanner-Symbol hier theoretisch dann abscannen. Erhaltet ihr halt eure SIM-Karte natürlich hier jetzt auf der Rückseite. Das zeige ich jetzt mal nicht, weil das ist nämlich eine eID. Und dann landet ihr hier und habt eben eure SIM-Karte. Nicht wundern, ein Profil ist immer schon mit dabei. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Und das nennt sich hier iAd Club Profil. Das ist quasi so ein Standardprofil, dass ihr halt eine gewisse Datenbandbreite habt, wenn ihr irgendwo seid. Das ist 1 Gigabyte lokal und 100 MB global schon mit dabei. Die könnt ihr auch nicht deaktivieren, steht auch dann hier, weil eben das ein gewisser Service von der Karte ist, damit ihr eben auch andere eSIM-Profile über ein Internet weltweit noch anmelden könnt. Wenn ihr dann soweit seid, dann seht ihr oben schon insgesamt 1 von 9 eSIMs registriert. Wir fügen jetzt mal neue hinzu und sagen hier eSIM Shop. Das wäre theoretisch die Option über den Shop hier. Da habt ihr auch extrem viele Länder, global und regional, aber zu teuer. Darum gehen wir da zurück. Ich habe eben schon eine gekauft über das Portal, was ich euch unten verlinkt habe. Dann klickt ihr entsprechend auf Hinzufügen. Wenn ihr einen QR-Code bekommt, dann macht einfach einen Screenshot davon. So habe ich jetzt gemacht. Ansonsten könnt ihr das auch scannen vom PC, Laptop, Tablet aus, diesen QR-Code, oder ihr gebt eben den Activation Code und Confirmation Code ein. Ich mache es jetzt so, ich scanne jetzt den QR-Code und sage hier Bild hinzufügen. Ich füge jetzt hier mal das Bild entsprechend ein. So, jetzt hat er das eingefügt. Ich habe gesagt herunterladen. Dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert. Dauert jetzt natürlich ein bisschen. Und damit hat er die eSIM schon hinzugefügt. Ihr seht es jetzt hier unten, das ist quasi die zweite hier. So, jetzt habe ich die umbenannt. Könntet ihr jetzt theoretisch auch schon aktivieren. Das Teil ist sowieso 10 Tage gültig. Das mache ich jetzt auch in dem Fall mal. Hat einfach den Hintergrund, dann sollte die eben auch schon aktiviert werden. Ich habe ja dann immer noch genug Zeit, eben das Ganze zu nutzen. Bei mir kommt jetzt hier noch die Info, welche SIM-Karte soll für Daten ausgewählt werden. Da klicke ich natürlich jetzt aktuell noch meine O2-Karte. Das passt. Und dann passt es soweit. Und hier habt ihr jetzt auch schon gesehen, das Ganze switcht jetzt von iAd Club ist inaktiv und Ägypten Dezember ist aktiv. Das heißt, die zweite SIM-Karte ist jetzt schon aktiv. Natürlich wird die dann auch erst nutzbar, wenn ich halt vor Ort bin in Ägypten. Aber damit seid ihr eben schon mal auf der sicheren Seite, dass wenn ihr ankommt in eurem Zielland oder vielleicht ja auch eure lokale SIM-Karte nutzt von O2, Telekom, Vodafone, wie auch immer, dass ihr halt die entsprechend aktiv habt
Und dafür braucht ihr eben eine verfügbare Internetverbindung. Solange ihr bei der IAT Club eSIM noch ein Datenvolumen drauf habt, das seht ihr, hier sind jetzt noch 1,1 Gigabyte drauf, habe ich auch nichts verbraucht. Das heißt, für den nächsten Urlaub, wenn ich es da irgendwie vergesse vorher, kann ich die erstmal aktiv lassen. Dann hat er dort schon Internet. Ich kann einfach schnell das Profil runterladen und aktivieren und entsprechend nutzen. Finde ich richtig cool gemacht, dass halt da eben auch Datenvolumen schon im Notfall dabei wäre und ich das auch im Notfall über die IAT Club App direkt mit Datenvolumen oder einer eSIM versorgen kann. Das heißt, ich bin nicht unbedingt abhängig davon. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Hotels haben ja mittlerweile WLAN. Das heißt, wenn ihr es daheim vergessen habt oder sagt, boah, machen wir doch irgendwie mehr Touren, ich will jetzt doch irgendwie eine eSIM haben, dass ich halt einfach auch Google Maps nutzen kann fürs Mietfahrzeug, wie auch immer, dann finde ich es halt cool, dass ihr halt da einfach die Möglichkeit habt, auch Smartphones ohne eSIM damit auszustatten, um so super günstig im Ausland Internet nutzen zu können. Oder auch Telefonie, geht übrigens auch, Telefonie, SMS, solange eure eSIM das halt eben natürlich unterstützt. Und bevor ich es vergesse, 5G ist natürlich auch mit dabei bei der SIM-Karte. Das heißt, ihr seid da nicht an 4G gebunden. Wichtig am Ende sei noch gesagt, wenn ihr im Zielland seid, stellt natürlich eure SIM-Karte in den Einstellungen eures Smartphones um, dass die mobilen Daten entsprechend auch von der IAT-SIM-Karte dann gezogen werden und nicht mehr von eurer lokalen SIM-Karte aus Deutschland oder eben mit dem Dongle-Stick für einen Notebook oder Router etc., je nachdem, für was ihr das Ganze nutzt. Ich finde es auf jeden Fall super praktisch. Ihr habt gesehen, das funktioniert gut und eben auch bei einem offiziell nicht supporteten Gerät. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, irgendwas wissen wollt, sagt Bescheid. Den USB-Dongle habe ich leider nicht, das heißt, da kann ich wenig dazu sagen. Wenn ihr den aber vielleicht schon mal getestet habt oder euch den vielleicht kauft, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es drunter schreibt, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal, ein Abo da lasst, ein Like da lasst und vielleicht auch über meine Links kauft. Das wäre super nett, dann kriege ich auch ein paar Cent dafür. Ich habe mich gefreut, euch das Ganze mal zeigen zu können. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.